So, ich habe mir vorgenommen, ich mache noch mal ein zweites Video zu dem Thema Tabula Rasa, damit es etwas anschaulicher ist. Also irgendwann bin ich weiß nicht, zum Einkaufen gefahren oder irgendwohin, und es ist mir jemand aufgefallen, ein Mann, der stand an der Straße. Er hatte so ein Handy in der Hand, schaute so darauf, so konzentriert, also telefonierte nicht, er sprach auch nicht mit irgendjemandem, sondern er schaute ganz gebannt auf sein Handy. Da habe ich mir nicht viel bei gedacht. Dann am nächsten Tag war es wieder so. Naja, dachte ich, okay. Dann dritte, vierte, fünfte Mal. Und dann habe ich gedacht, merkwürdig. Immer wenn ich da vorbeikomme, steht der Typ da. Kann doch nicht Zufall sein, dass es immer die gleiche Zeit ist. Und dann ist mir ein anderer Mann aufgefallen, ein Stück weiter Richtung Supermarkt, wo ich hinfahre zum Einkaufen. Dann ist mir jemand aufgefallen, der jedes Mal an einem Acker am Fahrradweg steht. Und dann wurde mir klar, sie checken, ob ich in meinem Timing richtig bin, wie geplant. Das heißt, sie haben visuell irgendein Signal, das checken sie ab auf ihrem Handy oder was es ist, sieht jedenfalls so aus, von der Handhabung her, als wäre es ein Handy. Und bei allen ist es so, ganz konzentriert drauf schauen, und zwar schon von Weitem sehe ich das, wenn ich komme. Das ist nicht so, dass da jemand so locker in der Gegend herumschaut. Sie vermeiden auch in meine Richtung zu schauen, sie vermeiden mir ins Gesicht zu schauen, sondern sie stehen schon da, ganz, ganz konzentriert. Und dann weiß ich, ja, steht schon ein paar Minuten da, vielleicht eine Viertelstunde, wartet darauf, dass ich endlich komme. Und ich muss in einer bestimmten Art und Weise funktionieren, sonst hätte die Kontrolle keinen Sinn. Das wiederum bedeutet, wenn ich in einer bestimmten Art und Weise funktionieren muss, in deren Sinn, bedeutet das, dass mein Leben schon geplant ist. Also ich folge einem Plan, obwohl es völlig absurd klingt im Alltag, aber anders kann es gar nicht sein. Sagt die Logik. Und das heißt, zu einer bestimmten Zeit, meinetwegen, heißt es Donnerstag, der 20. um 14:13 Uhr erscheint der Typ da und da, an der und der Straße, Hausnummer, an dem und dem Gebäude, an der und der Straße oder so. Und dann steht da jemand. Der bekommt also quasi die Order, sich dahin zu stellen und zu checken, ob ich pünktlich bin, pünktlich vorbeikomme, also ob ich noch funktioniere. Wenn man so etwas wahrnimmt, ist es natürlich ein ätzendes Gefühl, weil man plötzlich völlig rausgerissen ist aus den Zusammenhängen, aus der Gesellschaft. Man fragt sich, was ist mit mir los? Wieso sende ich ein Signal aus? Wieso können die auf ihrem Handy irgendetwas sehen? Also es kann nur ein Signal sein. Es ist kein akustisches, sondern es ist ein visuelles. Darum schauen sie so konzentriert. Wenn es akustisch wäre, könnte man noch so in der Gegend rumschauen, man würde es ja hören, wenn es jetzt ein Pfeifton wäre oder irgendetwas. Aber nein, so
ist es. Also, was an meinem Körper sendet dieses Signal aus? Ist mir irgendetwas implantiert? Ist es ein Organ? Ist es genetisch sozusagen schon installiert, in Anführungsstrichen, dass ich dieses Signal sende? Das bedeutet die Uhrzeit, den Tag, den Ort, an dem ich mich gerade aufhalte. Das alles sendet das Signal. Was ist es? Und das wiederum, alles zusammen, bedeutet natürlich, es ist etwas faul. Also faul an mir. Man hat mir nicht gesagt, dass irgendetwas nicht okay ist mit mir oder an mir gemacht wurde. Mir ist nicht die Wahrheit gesagt worden. Und ja, das ist ein beschissenes Gefühl, kann ich nur sagen. Das heißt, auch in der Nachbarschaft sind Leute, Charaktere, sage ich jetzt mal, die wissen davon, aber sie haben mich nicht informiert, dass da etwas ist, was ich wissen sollte, wissen müsste, weil es ja mein Leben betrifft, sondern sie nehmen das halt so hin, aber sie wissen es. Also auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gibt es Einzelne, die das abchecken, ob ich da gerade hergehe, da wo sie stehen. Ja, kein schönes Gefühl. Ich möchte es aber jetzt nochmal posten, dass etwas abgeht. Und es kann gut sein, wenn ich plötzlich tot da liegen sollte, irgendwo, glaubt nicht unbedingt, dass es ein natürlicher Tod ist, gewesen ist, sondern es kann durchaus sein, dass man mich töten wird. Ich habe ja viele Videos gemacht, die sich kritisch dem Vatikan gegenüber äußern, seiner Geschichte, seiner Art, die Welt zu manipulieren, seine Art, Macht auszuüben, Macht zu missbrauchen. Und da kann es durchaus sein, dass man sich dafür rächen will und mich stoppen möchte. Viele Videos von mir werden schon gestoppt bei YouTube, die werden gar nicht mehr aufgerufen. YouTube kann das machen, kann die manipulieren und es werden auch Videos einfach ohne Ankündigung gelöscht auf YouTube. So, das muss ich aber jetzt mal sagen, weil das die Wahrheit ist. Und dies wollte ich jetzt noch mal machen. Also vielleicht nehmt ihr das auch irgendwann mal wahr. Du gehst also irgendwo her oder fährst mit dem Fahrrad irgendwo her und dann schaust du so und so steht jemand da. Also ganz, 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 ganz darauf konzentriert und er macht nicht so, weil er eine Bewegung sieht, schaut er dahin, was ganz normal wäre. Dann schaust du die Person an, weil sich da etwas bewegt und du möchtest wissen, was ist da, deine Augen wollen das wissen, sondern richtig gebannt, mit Gewalt schauen sie darauf. Ja. Also was wollen sie von mir? Was ist das Ende dieses Zusammenhangs? Wohin soll das führen? Was wollen sie letztlich kontrollieren an mir? Was wollen sie vielleicht verhindern? Ja, dieses nenne ich Tabula Rasa 2. Also auf beiden geht es hierum und es geht auch in dem ersten Video Tabula Rasa, sind auch ein paar Sätze zum Vatikan gesagt. Das wird schon geblockt, das Handy. Also da sind vielleicht alle 3, 4 Tage ein Aufruf
Das macht YouTube so. Es ist nicht erwünscht. Und ich weiß auch, ich bin nicht erwünscht. Bei den meisten bin ich nicht erwünscht. Ich bin ihnen zu suspekt, zu kritisch und sie möchten lieber Schlafmützen haben, die zu allem Ja und Amen sagen und alles absegnen und so und immer schön nicken und immer schön brav, brav, brav funktionieren. Das möchte ich aber nicht. Und ich gehe also diesen Weg, so weit wie ich kann. Auf jeden Fall folge ich der Wahrheit oder gehe zu der Wahrheit hin. Ja, hieraus mache ich gleich ein Video. Jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee und ich sage, schau, ich hänge noch ein schönes Foto hinten dran. Das ist die kleine Kapelle, die in mein Leben kam. Wunderschön, bescheiden. Man könnte sagen, ich würde aber sagen, Jesual quasi, von Jesus. Sie ist Jesual, so bescheiden und doch so leuchtend, geistig, geistlich, leuchtend in den Raum, leuchtend. Da kann der Vatikan mit seinen Prunkgebäuden nicht mithalten. Er verblasst da, weil sein Machtdünken alles zerschmettert und zerstört und jede Wahrhaftigkeit des Glaubens mit Füßen tritt. Ja, okay, hieraus mache ich das Video Tabula Rasa 2. Alles klaro, alles Gute. Mal sehen, fällt mir noch ein Satz ein. Also es ist ein beschissenes Gefühl, wenn du merkst, dass du kontrolliert wirst. Das ist jetzt etwa 7 Jahre her insgesamt. So lange geht das schon. Das heißt, ja, du folgst wie ein Roboter einem Plan, weil du genau auf die Sekunde um die und die Uhrzeit da sein musst und da bist. Und das heißt, dieses Denken, was du hast, oder das Feeling, du gestaltest deinen Tag oder den Moment, ist eine Illusion. Egal, was du gestaltest und wovon du denkst, das mache ich spontan. Ich gehe jetzt spontan darüber und grüße jemanden und quatsche mit dem 5 Minuten. Oder egal was, ich fahre jetzt mit dem Bus irgendwie 2 Stationen weiter. Egal was, man denkt, man hat diesen Freiraum, aber dann stellst du fest, oh, da steht wieder einer, ein Streckenposten, so nenne ich die. Als wäre man bei einem Turnier irgendwo und es wird abgeschickt, wann man vorbeikommt. Also bist du auch mit dem Bus gefahren zum Beispiel, steigst aus, gehst los und siehst, da steht auch wieder einer. Wie kann das sein? Er wusste also, oder seine App wusste, dass ich da vorbeikomme und ich funktioniere in dem Sinne, dass ich auch tatsächlich in dem Moment vorbeikomme, in dem die Person da steht. Meistens Männer, aber auch manchmal Frauen. Aber ich würde mal sagen, zu 90% Männer. Ja. Okay. So. Shalom.